T-Shirt gefällt euch in jedem Fall besser. Deshalb nochmal Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar diesmal ein ganz anderes Thema. Deshalb, wenn ihr diesen Kanal nicht kennt, normalerweise mache ich Motorradvideos, Tourenvideos, Reviews von technischen Sachen oder andere hoffentlich interessante und spannende Videos. Diesmal geht es aber um die Reha in der Ohlstadtklinik. Und zwar gibt es schon ein Video zur Vorgeschichte, das ist circa hier. Ich habe seit 2 Jahren Schulterschmerzen. Und zwar nicht wirklich an der Schulter, sondern unter dem rechten Schulterblatt, beziehungsweise irgendwie bei den oberen Rippen so rüber, zieht in die Achselhöhle. Und genau bei gewissen Bewegungen sticht es, zieht es und man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass es nicht sticht. Deshalb habe ich mir gedacht, eigentlich in meinen relativ jungen Jahren mit 37 möchte ich das Problem in den Griff kriegen. Und zwar habe ich begonnen mit 35 Versuchen, es in den Griff zu kriegen. Zwar habe ich gemacht, auch alles schon im anderen Video aufgezählt. Unendliche Einheiten Physiotherapie, bestimmt 50 Stück im Umfeld München. Ist es wirklich verdammt schwer, einen guten Physiotherapeut zu bekommen. Manche streifen dich nur, manche machen irgendwelche Bewegungen, die aber nichts mit dem Schmerzbild, Problembild zu tun haben. Genau, manche kümmern sich wirklich. Vielen Dank an alle, die sich Mühe geben da draußen. Genau, deshalb Physiotherapie, dann Induktionswellentherapie, was auf Privatkasse geht und einfach quasi in die Tiefe, so eine Art, ich sage, es fühlt sich an wie kleine Nadelpiekse, wie bei einer Akupunktur quasi, das kann quasi in die Tiefe auf den Muskel draufgehen und quasi auch unter Knochenschichten Muskeln entspannen. So habe ich es zumindest verstanden. Also Induktionswellentherapie auf Privat, dann Osteopathie auf teilweise Krankenkasse, teilweise privat, private Sporttherapie auch dann zusätzlich mit 1-Stunden-Einheiten, private Physiotherapie zusätzlich mit 1-Stunden-Einheiten. Es hat nichts gebracht. Das ganze Jahr 2022 habe ich eigentlich nur damit verbracht, Physiotherapie zu machen und auch schon angepasstes Training, also mehr den Rücken trainieren, versuchen es rauszutrainieren, schwimmen zu gehen, mehr Wiederholungen anstatt viel Gewicht, also im Bereich 20 und auf keinen Fall das, was ich irgendwas gegebenenfalls wieder verreißen könnte. Hat leider nichts gebracht. Dann 2023, das erste Halbjahr war bei mir noch trainieren für die Fahrt nach Wien, 24 Stunden nonstop. Gerne hier das Video. Da war einfach nur Basic Rückentraining, Basic leichtes Abendtraining, auch wieder eher Ausdauertraining und halt viel Radsport, aber eigentlich auch schon bewusst genau wenig aktiven 100% Kraftsport. Genau, das zweite Halbjahr 2023 war jetzt Degeneration. Habe ich für mich auserwählt im Sinne von einfach mal ein halbes Jahr gar nichts tun, um einfach dem Körper die Ruhe zu gönnen, irgendwie ihn wieder so einen Ausgangszustand zu bringen. Währenddessen natürlich schon viel gedehnt, habe auch noch einen Yoga-Kurs besucht, eigentlich 3 Yogakurse, hat wirklich Spaß gemacht. Hatha-Yoga, Anspannung, Entspannung, Sonne und Mond, kann ich jedem empfehlen, war wirklich toll für mich. Und ja, mich auch noch viel weitergebildet mit Massagen, mit Massagewerkzeugen. Habe mir hier dieses tolle Werkzeug besorgt, eine Massagefee. Mit der kann man quasi einfach so, du hast hier quasi eine Eisenkugel und das kommt hier aus Holz, gibt es auch aus Plastik, aber ich habe ein Talent, dass so Sachen sofort abreißen. Also habe ich gleich die massive Version aus Holz gekauft. Kostet so leider fast 110, aber auf jeden Fall fühlt sich immer traumhaft gut an. Du hast hier Schmerzpunkte, in der Regel irgendwie Verspannungen im Rücken. Mit diesem Punkt kommst du drauf ran und kannst selber triggern, was ein Physiotherapeut bestenfalls sonst für dich macht. Und auch so ein Werkzeug von Blackball, gibt verschiedene Aufsätze. Kann man einfach hier zum Beispiel im vorderen Bereich, falls man Brustmuskelverspannungen hat oder irgendwo auch, theoretisch auch im Nacken, weil ich finde, im Nacken geht es am besten selbst mit den Händen, dran arbeiten. Das heißt, habe keine Mühen gescheut, habe auch keine Mühen gescheut, mich selbst weiterzubilden, aber hat alles nichts gebracht und deshalb hat mein Orthopäde dann gesagt, okay, wir versuchen es über eine Reha, aktueller Stand. Ich bin hier im Süden Bayerns in der Ohlstadtklinik. Allgemein ist die Reha auf 3 Wochen angesetzt, das heißt, du bist hier 3 Wochen vor Ort, du darfst nicht nach Hause fahren am Wochenende, du hast ein volles Programm von Montag bis Samstag, bist sehr aktiv eingespannt. Die Reha hat hier den Schwerpunkt auf quasi die Mobilität aktiv durch Training und Sport wiederherzustellen. Vereinzelt gibt es auch Physiotherapie, Massagen und ja, ist eine orthopädische Klinik, das heißt fokussiert auf den Bewegungsapparat und macht hier einen sehr guten Eindruck zu den Sachen, die man so braucht. Man bekommt wirklich detaillierte Anleitungen im Sinne von Bademantel, Badehose, festes Schuhwerk für draußen, für Wandern, Regenjacke, dass man auch bei Regen draußen unterwegs sein kann.
Genau, Sportkleidung sowieso, Sportschuhe und alles, was man sonst noch braucht, um Sport zu machen, braucht, um sich zu beschäftigen, braucht, dass es einem nicht langweilig wird. Und dann habe ich all meine 7 Sachen gepackt und bin hier am 2. Januar, also Dienstag, direkt nach Neujahr angekommen. Sorry an meine Freunde, ich habe extra noch die Silvesterparty abgesagt, also war eingeladen mit der Freundin, weil ich wollte mir nichts mehr holen. Die Freundin war bei mir vor Weihnachten schon krank und dementsprechend habe ich geschaut, einfach gesund zu bleiben. Habe es geschafft, habe hier gestartet. Genau, wenn man hier nämlich während der Reha krank werden sollte, was vollkommen verständlich ist, muss man sich einerseits isolieren, falls es was Gröberes ist. Man muss natürlich bei Corona Tests machen etc. und dann in Einzelquarantäne und wird in der Regel dann auch heimgeschickt, weil es hat ja keinen Sinn, weil du sollst ja erstens bei einem starken Infekt keinen Sport machen, also wärst du hier schon falsch und zweitens sollst du niemanden anstecken. Auch vollkommen verständlich. Jetzt bin ich also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ich bin jetzt den 5. Tag hier und will mal ein kleines Zwischenresümee machen. Vielleicht ganz kurz davor, wie habe ich es mir vorgestellt, dass eine Reha abläuft? Ich hatte wirklich keine Vorstellung. Ich habe mir vorgestellt, es kann gut laufen im Sinne von, man macht aktiv was, es wird aktiv an dir gearbeitet und es wird quasi auch aktiv deine Mitarbeit verlangt. Hat es hier vollkommen erfüllt und Worst Case wäre gewesen, naja, es wird ein bisschen gestreichelt, du liegst ein bisschen auf Wärme und es passiert eigentlich nichts. Ist hier zum Glück absolut gar nicht der Fall. Also hier habe ich bekommen jetzt einen persönlich auf mich abgestimmten Trainingsplan. Muss aber sagen, ich bin relativ fitnessaffin und habe schon viel Kraftsport in meinem Leben gemacht. Genauso habe ich schon in meiner Vergangenheit jetzt auch trainiert, wo ich versucht habe, es selbst rauszutrainieren, aber das ist perfekt, genau. Also viele Wiederholungen, viele Übungen hier, besonders für den Lat, hinterm Rücken und so, um das quasi zu mobilisieren, anzuspannen, ein bisschen zu stärken auch. Dazu parallel dann eine Art Physiotherapie. Zusätzlich bekommt man noch Wärme. Man macht eigentlich jeden Morgen Frühsport, wenn man sich freiwillig dafür meldet. Also 7:30 Uhr geht's los, danach erst das Frühstück. Man bekommt eine Elektrotherapie, bedeutet Elektroden werden dir aufgesetzt und quasi es wird Strom durch deine Schultern gejagt, bei mir quasi im Problembereich. Und man hat noch allgemeine Gymnastikeinheiten, allgemeine Schultergymnastikeinheiten und allgemeine Basic Fit Einheiten, was einfach heißt bisschen Sport, quasi im Bereich 30 Minuten. Verschiedenste Übungen, sehr lustig, einfach mit Bällen herumspielen, mit einem Resistance Band arbeiten, teilweise Plank oder auch Liegestützen in den Bereich, sofern möglich für verschiedene Personen, unterschiedlich je nach Belastbarkeit natürlich, wird sehr Rücksicht genommen auf die Leute und deren Vorerkrankungen, was Voraussetzung ist, glaube ich, in der Reha-Klinik, aber ja, funktioniert hier wirklich ganz toll, macht auch wirklich Spaß. Was ich jetzt wirklich nach diesen 5 Tagen sagen muss, es ist tougher, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte eigentlich schon, es ist gemütlicher. Im Best Case habe ich mir vorgestellt, wie es jetzt ist, wobei es wirklich tough ist. Also ich habe ihn einen Fernseher im Raum, ich habe ihn in den 5 Tagen noch kein einziges Mal angeschaltet. Ja, ich war am Laptop und ja, ich habe ein bisschen gelesen, aber in der Regel, also ich habe auch versucht, meinen Rhythmus allgemein umzustellen. In der Regel, jeden Tag bin ich um 6:30 Uhr aufgestanden. Bin einfach um 9:30, 10 ins Bett gefallen, einfach weil ich komplett kaputt war, konnte nichts mehr machen, wollte nichts mehr machen, wollte einfach nur schlafen. Ja, und dementsprechend ist hier echt super Effekt. Es gibt am Montag und Donnerstag gibt es Sauna, habe ich auch noch versucht mitzunehmen, habe ich auch geschafft, will ich am Montag wieder mitnehmen. Es gibt ein wirklich tolles Programm und zwar, es wird sich wirklich sehr, also ich finde, das ist eine wirklich tolle Sache, weil das wollte ich persönlich auch machen. Es gibt ein Reha-Tagebuch, wo du quasi einfach täglich deine Gedanken, quasi 5 Fragen, deine Gedanken, deine Fortschritte, ich freue mich auf, genau meine Motivation ist, mein Körper fühlt sich, in der Früh quasi und abends kannst du sagen, heute hatte ich genau viele Schmerzen, wenige Schmerzen, keine Schmerzen, mein Körper fühlt sich, genau meine Tagesziele habe ich erreicht, ich bin zufrieden, mäßig zufrieden, nicht zufrieden, genau, und zusätzlich noch was einen beschäftigt. Bis Wochenende gibt es hier wirklich auch eigene Empfehlungen, was du in der Natur machen kannst, wo du hinwandern kannst. Genau, hier schneit es gerade, es ist echt richtig idyllisch. Ich will auch noch die Drohne einpacken, damit ihr hier ein paar Eindrücke aus der Gegend bekommt. Also genau, einfach so Kleinigkeiten wollte ich wirklich auch machen, weil in der Regel ist man ja hier, es läuft das Programm und am Ende weißt du vielleicht gar nicht mehr, was hast du alles gemacht, wie hast du dich gefühlt, ist es dir besser gegangen. Es macht mir ganz gut, das niederzuschreiben, deshalb ich bin super dankbar, dass es dieses Tagebuch gibt und muss echt sagen, also jeder macht natürlich bei Übungen mit, wie es ihm so passt, aber die Tage, gestern und vorgestern, Donnerstag und Freitag, ist, glaube ich, mein Plan so richtig angelaufen.
Und also das erste war natürlich auch ein bisschen sanfter Einstieg und das Willkommen heißen und so Einführungsveranstaltungen. Ist aber eigentlich relativ direkt zur Sache gegangen. Genau, Donnerstag, Freitag habe ich jeweils einen Umsatz von 3500 Kalorien gehabt, also war richtig Sport, also Morgengymnastik, Frühsport, Basic Fit, dann Krafttraining, wobei ich sagen muss, beim Krafttraining habe ich schon ein bisschen mehr gemacht, als auf dem Plan steht, weil ich einfach richtig Bock hatte. Genau, danach noch intensiv dehnen und genau, heute war ich schwimmen. Das ist wirklich ein Wahnsinnsplan und ich war auch wirklich überrascht von der Intensität, deshalb einfach ins Bett gefallen und ich muss sagen, gestern Abend hatte ich den zweiten Tag in Folge Kraftsport und dachte mir, wow, zweimal hintereinander, das ist schon tough. Aber es ist ja nur ausdauerbasiert, unter Anführungszeichen, aber es geht natürlich trotzdem auf die Muskulatur, besonders nach 6 Monaten Trainingspause. Und heute Morgen hatte ich dann, man bekommt abends gegen 18 Uhr immer den Plan für den nächsten Tag. Heute Morgen hatte ich dann wieder Kraftsport um 9 Uhr. Genau, habe dann die Trainerin zufällig gesprochen, habe gesagt, 3 Tage in Folge, das ist schon tough, aber mache ich gern. Und sie hat dann gemeint, Schwimmbad hat offen. Genau, zu gewissen Zeiten kann man auch das Schwimmbad quasi nutzen, um einfach frei dort schwimmen zu gehen. Und sonst wird das in der Regel auch für Trainingseinheiten benutzt, einfach so mit diesen Würsten, also die glaube ich genau mit so Wasserhanteln und allem möglichen Zeug, also bei der Wassergymnastik, da geht es richtig ab. Also wird auch richtig gepusht von den Trainern aus und natürlich wird auch immer auf alle Leute aufgepasst und ihnen gesagt, hey, wenn ihr irgendwas spürt, wenn ihr euch unwohl fühlt, macht eine Pause, sagt es auf jeden Fall. Wir finden auch Übungen mit anderer Intensität und anderer Belastung. Aber das war hier wirklich toll. Was man dann auch noch erwähnen muss, einfach so Mundpropaganda. Ich habe wirklich sehr viele Leute getroffen, die waren entweder schon mal hier, voll begeistert, waren bei anderen Einrichtungen an sie nicht. Und ich habe auch viele Leute getroffen, die einfach von Hören sagen, gehört haben, hier ist eine gute Klinik, hier fahre ich hin, weil andere schon schlechtere Erfahrungen gemacht hatten und einfach gesagt haben, sie waren mal in Neustadt, das ist eine tolle Klinik. Ich kann das nach dieser Woche vollkommen bestätigen. Und dann vielleicht noch zum Essen. Genau, Essen gibt es eigentlich mehr als genug und man muss sich nur darauf anpassen. Ich habe von einer Dame gehört, die war schon mal vor 4 Jahren hier, hat 4 Kilo zugenommen in 3 Wochen. Das ist natürlich tough, ist ungefähr 1,60 groß, dementsprechend sind 4 Kilo für sie sehr viel gewesen, hat sie selber so gesagt. Und diesmal muss sie sich in Acht nehmen. Genau, für mich war es anfangs sehr schwer, weil es sind halt wirklich unter Anführungszeichen nur 3 geregelte Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Es gibt hier einen Edeka, gefüllte 5 Minuten zu Fuß, also kein Problem, man kann sich genug kaufen, wenn man wollte. Aber genau, in der Früh gibt es meistens Frühstücksbuffet einfach von Müsli, Haferflocken über Wurst, Käse und natürlich Gebäck. Soweit alles vorhanden. Zum Mittag gibt es ein Menü, das kann man sich auswählen, meistens 3 verschiedene Gerichte. In der Regel, es gibt so ein Ist dich fit Programm, hat immer so einen grünen Sticker, genau, ein in der Regel sehr gesundes Menü. Den Plan gibt es auf der Homepage, gerne mal hier so eingeblendet als Beispiel für euch. Und zum Abendessen gibt es auch immer eine Auswahl aus 2 Menüs, in der Regel auch immer ein Buffet wieder mit Wurst, Käse, verschiedenen Sachen, italienischer Abend, bayerischer Abend, alles aus der Milch, also ja, verschiedene Sachen. Und man kann quasi besonders durch Frühstück und Abendessen relativ viel ausgleichen. Das Mittagessen ist, sagen wir mal, ein normales Menü, gibt auch eigentlich immer eine Suppe davor und einen Salat danach, wenn man das möchte. Frühstück und Abendessen, ja, kann man Pi mal Daumen so viel essen, wie man will. Je nachdem, welches Ziel man hat. Ich habe gestern einfach ein Defizit von 1500 Kalorien gehabt, weil ich war dann einfach trotzdem voll, aber du hast halt einfach so viel gemacht, aber vor dem Schlafen gehen sich vollkommen voll zu essen, hat ja auch keinen Sinn. Ja, so sieht das aus. Und die Gegend allgemein ist super schön zum Spazieren. Ich bin da schon in alle Himmelsrichtungen gewandert, meistens eben nach dem Aufstehen direkt einen Spaziergang und dann Morgensport, sofern es geht und so passt. Und danach Frühstück, weil es wirklich eine tolle Runde ist. Also wenn man hier aktuell im Januar um 6:30 Uhr rausgeht, ist es einfach stockfinster. Es gibt wenig Straßenbeleuchtung, teilweise gar keine. Das heißt, du gehst einfach wirklich im Dunkeln, was spannend ist. Aber ja, wenn du dann einfach eine halbe, dreiviertel Stunde spazierst, kommt die Sonne schon langsam raus. Es ist wirklich traumhaft. Die Bergketten überall, aktuell hat es gerade geschneit. Gerne für euch noch 1, 2 Eindrücke vom Schnee. Und ja, das ist vorerst Fazit Reha, Woche 1. Das sind die Eindrücke. Es ist tough, es ist toll. Und ja, mit der Einstellung, alles kann man raustrainieren. Und wir selber sind oft die Schwachstelle, weil wir entweder falsch trainiert haben oder zu wenig Sport machen, ist man hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben und es wird sich sehr gut um einen gekümmert. Ich bin mir sicher eigentlich, meine Meinung wird sich nicht ändern in den nächsten 2 Wochen, aber für euch habe ich auf jeden Fall vor, wöchentlich ein kleines Update zu geben, wie es denn so läuft. Passt, macht es ganz gut, bis zum nächsten.
Ich denke mal, das Licht ist ausreichend. Verrückter heutiger Tag, einfach Montag. Und ich hatte Chefarztvisite und dann kommt tatsächlich die Chefärztin, schaut mich an 1 Minute, hört 1 Minute zu, drückt 5 Sekunden an meinem Hals und sagt, die erste Rippe hat eine Blockade. Ich denke mir, alles klar, das war die Analyse. Die erste Rippe hat eine Blockade. Ich höre ganz normalen Tag, Fango, Basic Fit, Massage, Physio. Jetzt war ich noch Training, einfach im Kraftraum und habe dort meinen Plan gemacht. Und dann denke ich mir, frage ich noch diese nette Angestellte, die da quasi immer auf alle aufpasst und auch quasi Sporttherapeutin ist, würde ich mal so nennen, oder beziehungsweise einen Plan hat, uns dort quasi betreut. Und ja, sie drückt einfach hier rein. Ich bewege meinen Arm. Sie sagt, ja, die Rippe ist auf jeden Fall so gestanden und hat quasi in den darüberliegenden Trapezmuskel reingestochen, was definitiv nicht gut ist und quasi zu ausstrahlenden Schmerzen führen kann. Und sie ist jetzt wieder gerade. Also wenn es das war, was mich 2 Jahre blockiert hat, dann ist das echt verrückt. Deshalb, ich halte dich am Laufenden. Ich wollte einfach nur das in dieser Situation aufnehmen, weil ich kann es gar nicht glauben. 2 Jahre im Kreis gelaufen, tausende Euro in private Physiotherapie und was auch immer, Osteopathie investiert und dann unendlich viel Zeit in Physiotherapie investiert und hinzufahren und wieder zurückzufahren. Ja, und dann eine blockierte erste Rippe hier oben. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, irgendwas klemmt hier oben. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist an der falschen Stelle. Alle haben gesagt, ich spinne. Nein, sind gewesen. Verrückt. Und zwar, schon ist es soweit, 3 Wochen Reha sind vorbei und ich bin hier beim Resümee. Deshalb hier nochmal zusammengefasst. Was ist genau noch passiert? Also, wir waren in Woche 2, wurde festgestellt, dass ich eine blockierte Rippe habe. Die war tatsächlich leider nicht die Ursache. Die blockierte Rippe wurde zwar gelöst und definitiv hat sich hier das Schmerzbild von Nacken zu Schulter verbessert, aber definitiv die Verspanntheit allgemein unter dem rechten Schulterblatt, dass es in gewissen Positionen sticht, hat es leider nicht geändert. Dementsprechend, es ist wirklich so weitergelaufen, dass ich 6, 7 Tage in Folge Kraftsport durchgehend hatte. Ich war wirklich komplett streichfähig. Ich habe dann einfach einmal mit der Therapeutin gesprochen und gefragt, ob das Sinn und Zweck ist und ob ich es einfach 1-, 2-mal auslassen kann, weil jeden Tag hat einfach wirklich gar keinen Sinn, dein Körper kann es einfach nicht verarbeiten. Dementsprechend habe ich 2 Tage einfach Pause gemacht, habe mich einfach nur noch mehr ausgeschlafen und war danach echt wieder fit. Eigentlich war während der gesamten Reha das manuelle Training, also das Krafttraining, auf meinem Plan. Ich habe dann einfach gemacht, 3, 4 Tage trainieren, einen Tag Pause, so dass es gut geht, aber es war wirklich leider vielen Leuten zu viel. Ich habe wirklich auch von anderen gehört, die einfach mehr Schmerzen hatten, temporär. Einfach auch beim Morgensport mal was verrissen. Aber ja, sagen wir, wenn du halt nicht viel Sport gewohnt bist, viele der Leute, die dort sind, haben primär Probleme, weil sie nie Sport machen und quasi immer nur einseitig irgendwie dann das Kreuz belasten oder quasi durch den Alltag und die Arbeit und Familie keine Zeit haben. Und die wissen auch, ihnen geht es besser, wenn sie Sport machen. Die sind auch dankbar, aber genau, besonders wenn du halt keinen Sport machst, ist so eine hohe Intensität vorübergehend auf jeden Fall, würde ich sagen, kontraproduktiv, leider. Dementsprechend haben viele andere dann auch einfach aufgehört, mal hier eine Einheit übersprungen, mal dort eine Einheit ausgelassen oder nicht zum Morgensport gegangen. Ist, glaube ich, nicht ganz zweckführend, aber ich glaube, das ist aktuell der Therapieansatz. Deshalb, es gibt auch wirklich keine bis gar keine manuelle Therapie. Ich hatte offiziell 4 Einheiten. Die erste war quasi eine Bestandsaufnahme. Bei der zweiten Einheit ist die Therapeutin ausgefallen. Da kam ein Kollege, war wieder quasi Bestandsaufnahme. In der dritten Einheit wurde ein bisschen an mir rumgedrückt, 20 Minuten. In der 4. Einheit war schon, was kannst du mitnehmen für zu Hause? Wieder, welche Übungen kannst du zu Hause machen? Das heißt, ich würde echt sagen, auf 3 Wochen Reha hatte ich keine manuelle Therapie. Davon hätte ich mir wirklich am meisten erhofft. Dann war eigentlich auch schon die 2. Woche zu Ende. In der 3. Woche bekam ich dann noch die Analyse, okay, der Arzt hat jetzt, glaube ich, wirklich verstanden, was mein Problem ist. Dass es wahrscheinlich was Muskuläres ist. Er meinte vielleicht, dass irgendwie die Sehnenansätze entzündet wären, aber er kann sich auch nicht erklären, wieso es 2 Jahre durchgehend schon in diesem Zustand ist. Hat mir so ein kinesiologisches Tape draufgegeben. Ja, hat auch nichts gebracht. Ich würde sagen, was mir dort am meisten gebracht hat, war auf jeden Fall Anfang 2024 3 Wochen durchgehend Hardcore-Training
reinzukommen in ein gutes sportliches Jahr. Dann zweimal die Woche Sauna tatsächlich. Also ich bin jede Woche Montag und Donnerstag in die Sauna gegangen. Es war toll. Für mich ist Sauna eigentlich nichts Entspannendes. Die Hitze ist unangenehm und ich fühle mich dort auf keinen Fall wohl. Es ist eher, ich gehe hin, ich leide, ich gehe raus, aber ich spüre, dass danach auf jeden Fall meine Muskeln und mein Körper entspannter ist. Ich schlafe wie ein Baby und mein Körper fühlt sich einfach wirklich relaxed an. Also deshalb, ich spüre, dass es an sich meinem Körper gut tut. Ich mag es noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall beibehalten, wenn ich wieder zu Hause bin. Dann hatte ich wirklich eine Sporttherapeutin auch, die hat mir wirklich gesagt, dehnen. Ja, das ist halt wirklich die Frage. Manche sagen viel dehnen, manche sagen wenig dehnen, manche sagen kein Schmerz beim Dehnen. Sie sagt 10 von 10. Ich habe so den Latt quasi gedehnt, also du streckst dich hier sehr lang, quasi entweder bei einer Holzlatte oder auf dem Boden und ich sage, ja, es sticht aber schon 10 von 10. Und woher weiß ich, dass ich nicht zu viel mache? Weil andere sagen, du sollst gar keinen Schmerz spüren. Sagt sie, ja, 10 von 10 ist das Maximum, mehr geht ja nicht. Ja, also ich glaube, es hat wirklich was gebracht. Ich habe mich dort gestreckt wie ein Verrückter und der Schmerz ist weniger geworden, tatsächlich, bisschen auf einer Seite. Habe wirklich auch jeden Abend genau 40, 45 Minuten dort gedehnt. Also ich würde sagen, sehr viel ist auf Eigeninitiative, was du dort raus mitnehmen kannst und natürlich auch, wie es dir im Nachhinein geht. Bezüglich dem Essen im Sinne von, viele wollten halt dort abnehmen. Meiner Meinung nach ist Abnehmen halt eigentlich genau das Falsche, weil die Leute wollen ja eigentlich aufbauen. Also die Leute wollen ja Muskelmasse aufbauen, die Leute wollen sich ja kräftigen. Wenn sie das kombinieren dann mit wenig Essen, dann ist es extra Belastung für den Körper und es führt vielleicht dazu, dass du auf der Waage halt ein bisschen weniger Gewicht hast, aber du hast halt Worst Case auch einfach Muskeln verloren oder dir tut halt mehr weh, weil du halt keine Muskeln aufgebaut hast und dementsprechend der Körper unter Stress ist, anstatt in der Regeneration. Ich habe versucht, den Leuten dort zu erklären. Viele waren auch dankbar, aber es gibt halt das klassische Mindset, abnehmen ist wenig essen. Dementsprechend wird dann einfach in der Früh eine Semmel mit Marmelade gegessen und man hofft, dass man richtig stark wird. Nicht alles in der Welt kann man immer sofort ändern, aber man kann zumindest versuchen, das Wissen weiterzugeben. Deshalb, Resümee für mich, hat es mir was gebracht. Grob gesagt ist bei mir in meinem Spezialfall, aber in meinem Leben habe ich ja oft Glück, so wie mit den Motorrädern und mit anderen technischen Problemen immer Spezialfall. Dementsprechend auch mit meiner Schulter. 3 Wochen Reha hat mir leider nichts gebracht. Habe ich quasi auch im Abschiedsgespräch so gesagt. Es war von meinem Problembild keine Besserung spürbar. Natürlich habe ich mich viel gedehnt, natürlich habe ich was fürs Leben gelernt, Sauna ist wichtig. Natürlich habe ich davon profitiert, 3 bis 4 Einheiten pro Tag Sport zu machen und das von Montag bis Samstag eigentlich 3 Wochen durchgehend. Es ist wirklich toll, man wurde gut versorgt, es war eine tolle Erfahrung, aber in dem Fall für mich leider nicht zielführend. Genau, wie hätte ich mir es besser erhoffen können, besser gewünscht? Im Sinne von, die Diagnose, was eigentlich tatsächlich mein Problem ist, wurde erst in Woche 3, wo es eigentlich schon wieder vorbei war, richtig gestellt. Woche 1 war einfach okay, man hat alle Befunde gesehen, man hat gesagt, ja, okay, da sticht es manchmal im Rücken, ja, okay. Dann in Woche 2 war eben die blockierte Rippe, die ging aber eigentlich voraus mit, ja, okay, ich habe eine Entzündung in der Schulter. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, nein, ich habe keine Entzündung in der Schulter. Das ist irgendwie vor einem Jahr passiert und das hätte sich automatisch nach 2, 3 Wochen wieder erholen sollen. Und auch die Entzündung in der Schulter hatte eigentlich nie irgendeine Schmerzauswirkung auf mein Schmerzbild. Also da hat man eine minimale Entzündung in der Schulter beim MRT festgestellt, aber auch die Berichte haben quasi alle gesagt, die Entzündung hat mit meinem Schmerzbild nichts zu tun. Okay, dann hat die Chefärztin eben durchgeatmet, ist zu mir hergekommen, hat mir die Hand aufgelegt und hat innerhalb von 3 Sekunden halt gesagt, okay, blockierte erste Rippe. Ja, war ja auch gut, aber blockierte erste Rippe ist hier und mein Schmerzpunkt ist quasi unter dem Schulterblatt, rechts unten, eher so unter der Achsel. Also ja, ging auch sehr schnell. War ein bisschen so Massenabfertigung, würde ich an der Stelle auf jeden Fall sagen. Und ich habe wirklich mir sehr viel Mühe gegeben. Es war dort niemand in der Lage, meine MRT-Ergebnisse zu öffnen. Ich hatte nämlich so Download-Links, aber es war irgendwie intern alles gesperrt. Sie konnten die Website nicht öffnen, diese ganzen Plugins waren gesperrt. Per E-Mail konnten sie es auch nicht öffnen. Ich hatte es dann am Rechner dabei. Dann hat es quasi der Arzt versucht, auf meinem Rechner anzuschauen und hat quasi festgestellt, ja okay, da ist eigentlich nichts, was mit meinem Schmerzbild zusammen stimmt. Und so ist das dann weitergegangen. Also
mäßig. Also wenn man in einer orthopädischen Reha-Klinik nicht in der Lage ist, digitale MRT-Ergebnisse, die heutzutage als Download-Link zur Verfügung gestellt werden, zu öffnen, sehr fragwürdige Angelegenheit, habe ich dort auch weitergegeben, habe ich dort auch am Empfang als Feedback dort gelassen, aber wirklich suboptimal. Und ja, deshalb, so hat bei mir leider die Reha geendet. Bisher ohne Verbesserung, sehr schade, trotzdem tolle Erfahrung, immerhin was gelernt und ihr wisst jetzt, wie eine Reha abläuft. Deshalb vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie es allgemein abläuft und was euch vielleicht noch als Frage am Herzen liegt, was ich vergessen habe zu erwähnen, gebt gerne Bescheid. Das war übrigens der Wahnsinnsblick in den Innenhof. Man hatte da quasi einen Balkon raus und es hat geschneit. Es war wirklich traumhaft. Deshalb, es war wunderbar in Ohlstadt. Kann ich jedem nahelegen, dorthin zu fahren. Auch landschaftlich wirklich also 10 plus. Morgengymnastik jeden Tag draußen in der Kälte war auch an sich ein richtiges Aru-Spartan-Erlebnis. Und wirklich toll, dass alle mitgemacht haben. Also ich dachte wirklich auch die Resignation und eher so, dass, naja, ein bisschen Urlaub machen und so, dieses Mindset ist öfter vertreten, aber wirklich die Mehrheit der Leute sind super aktiv gewesen, haben sich gefreut, dort zu sein, haben sich gefreut, abschalten zu können, haben sich gefreut, mit sich selbst auseinanderzusetzen und Sport zu machen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Deshalb, ich hoffe, dieses Video ein bisschen anders als sonst hat euch gefallen. Lasst, wie gesagt, gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Bis bald und nächstes Mal wieder weiter mit Review- und Motorradvideos. Adios, bis bald. Tschüss.